Okay, also auf geht's in die Zukunft. Start. Auf jeden Fall on. Energie. Schub. Ah, muss man einstellen. Hallo in der Zukunft. Du bist in Nürnberg gelandet. Die Reise hat eine Menge Energie verbraucht. So kommst du nicht zurück in die Gegenwart. Aber keine Sorge, frische Energie kannst du auf deiner Zukunftstour sammeln. Für jede gelöste Aufgabe erhältst du Energiepunkte. Probier's aus, ob dein Energielevel für eine Rückreise ausreicht. Wir haben ein paar Orte für dich freigeschaltet. Los geht's! Wo soll's hingehen? Probieren wir mal die Bäume aus. Okay, gut. Wald ist noch da. Jede Menge sogar. Wow, was ist das denn? Die Uhr zeigt Hologramme. Das ist ja richtig cool. Offenbar ist das Datennetz deutlich besser geworden. Wie haben die das angestellt? Krieg ich das hier raus, wenn ich auf Exponat klicke? Was steht da? Spinnenseide ist ein sehr leichtes und widerstandsfähiges Material. Zellulosefasern aus Pflanzen haben die Eigenschaft, Licht zu leiten, ähnlich wie Glasfaserkabel. Beides zusammen ergibt einen natürlichen und nachwachsenden Lichtleiter. Die Spinnenseide ummantelt die Zellulosefasern und hält das Lichtleiterkabel stabil zusammen. Das natürliche Vorbild dafür ist der Gießkannenschwamm aus der Tiefsee. Seine Glasnadeln können besonders gut Licht leiten. Und mit Licht lassen sich auch digitale Informationen sehr schnell übertragen. Probier's gleich aus. Mach ich. Starten. Wow, da blinkt ja was. Das habe ich jetzt nicht mitgekriegt. Kann man das nochmal machen? Taschenlampe vielleicht? Ich glaube, es ist... Könnte was zu trinken brauchen. Ah, da hinten ist ein Foodtruck. Hallo, ich hätte gerne einen Tee. Bitteschön. Schmeckt noch wie Tee. Uff, nicht kaputt? Glück gehabt. Mit Glück hat das nichts zu tun. Früher sind die ständig kaputt gegangen. Das hier ist Biokeramik. Biologische Keramik? Biokeramik ist wie eine Muschelschale aufgebaut und besteht aus mehreren Kalkschichten, die wie Backsteine übereinander liegen. Die Schichten werden mit einem organischen Stoff verbunden, wie Backsteine mit Zementmörteln. Wenn die Tasse runterfällt, können kaum Risse entstehen, denn die ganze Tasse ist elastisch, fast schon unkaputtbar. Echt jetzt? Unkaputtbar? So ist es. Übrigens, Biokeramik wird bei 20 Grad Celsius hergestellt. Unvergleichbar energiesparend im Vergleich zu früher, als Keramik bei über 1000 Grad Celsius gebrannt wurde. Eine tolle bionische Erfindung. Tja, was soll ich sagen? Mein Kniegelenk ist auch aus Biokeramik. Stabil und elastisch. Man kann mit der Muschel ohne Probleme den Kristall kaputt machen und die Muschel bekommt dabei keinen Schaden. Okay, ganz schön robust. Aber Simon, wie baut ihr jetzt so eine künstliche Muschel?
Mit dem Spin-Coater bringen wir eben dann diese ersten organischen Schichten auf denen wir dann Keramik aufwachsen lassen. Das Grundprinzip ist relativ einfach. Man bringt eine Platte eben auf und durch die Rotation verteilt sich eben die Lösung auf dem Substrat, auf der kleinen dünnen Platte. Jetzt weiß ich Bescheid und bin ready fürs Quiz. Wow, das ist der Hauptmarkt? Hier gibt's nicht nur Obst und Gemüse zu kaufen, es wird sogar angebaut. Hey, sag mal, wie läuft das hier so? Naja, am Anfang war es noch schwierig. Doch das Schlimmste waren die Schnecken. Die haben alles aufgefressen. Inzwischen haben wir die Schnecken mit der Kannenpflanzentechnik im Griff. Sie kommen nicht mehr über den glitschigen Zaun. Aber das ist doch nur Glas. Schon, aber eben nach Technik der Kannenpflanze beschichtet. Die Kannenpflanze ist eine fleischfressende Pflanze. Ihre Beute, ein Insekt, rutscht an den schmierigen Rändern der Blätter ab und fällt in die längliche Kanne, wo sie verdaut wird. Die Technik funktioniert auch bei der Beschichtung von Flächen und wehrt Schnecken ab. Die kommen auf dem glitschigen Glas nicht vorwärts. Die Beschichtung verhindert sogar, dass sich Eiszapfen an Dachrinnen festsetzen. Spielen wir doch mal das Exponat. Jetzt kriege ich langsam Hunger. Das sieht doch nach Biergarten aus. Okay, die Burg gibt's also noch. Und einen neuen Biergarten, das Eulennest. Mal sehen, wie das Essen in der Zukunft schmeckt. Ja bitte, was kann ich dir bringen? Nürnberger Bratwürste aus Algen und Insekten. Ich bin mutig. Ich nehme die Insekten. Die Drohne bringt die Bestellung an den Platz. Dein irritierter Blick sagt alles. Bionikum-Zeitreise. Ja, das Alter wirkt auf die Gelenke. Ich kann nicht mehr gut hantieren. Der Roboterarm mit dem Greifer gleicht das aus. Und die Bedienungsdrohnen haben das gleiche System? Ja, solche Roboterarme werden vielseitig eingesetzt. Meiner kann sich in alle Richtungen drehen. Abgeschaut wurde das bei der Eule, die ihren Kopf 270 Grad um die eigene Achse drehen kann. Deshalb nennen wir ihn Eulenhals. Und er ist energiesparend. Ich kann ihn eine Woche einsetzen, ohne aufzuladen. Clever. Mir zwickt's auch oft im Rücken. Hast du's einmal, willst du's nicht mehr missen. Also, lass es dir schmecken. Und schön, dass du mal in der Zukunft vorbeigeschaut hast. Interessant. Wer hatte wohl zuerst die Idee? Man erkennt dann auch, wenn man genau hinschaut, 14 einzelne Halswirbel. Und für uns das Interessante ist eben, dass kleine Bewegungen zwischen den Wirbeln eben eine große Gesamtbewegung ergeben. Spielen wir mal ein paar Energiepunkte rein. Oh, jetzt muss ich aber mal. Ist das ein Toilettensymbol? Mal sehen. Mensch, ich kann gar nichts an die Tür kritzeln.
Warum nicht? Überhaupt alles so sauber hier. Bionikum-Zeitreise, was? Kritzeleien kannst du knicken. Das Material der Tür erneuert und reinigt sich selbst. Entschuldigung? Erneuert sich selbst? Im Material gibt es Moleküle, die immer dahin wandern, wo an der Oberfläche des Materials ein Schaden entsteht. Wie zum Beispiel ein Kratzer. Sie füllen flink den Kratzer auf und erneuern so die Oberfläche. Aha. Und reinigt sich auch selbst? Das spart ja jede Menge Wasser und Putzmittel. Stimmt. Die Oberfläche erneuert sich und erhält so die ursprüngliche Selbstreinigung. Dreck und anderer Kram, wie zum Beispiel Kritzeleien, finden keinen Halt auf dem Material. Ähnlich wie bei der Lotuspflanze. Tja, Bionik macht es möglich. Schau dir mal die Züge und den Hyperloop an. Alles tippitoppi. Na, das probiere ich gleich mal aus. Im Exponat. Habe ich jetzt eigentlich genügend Energie erspielt, um wieder zurückzukommen? Testen wir doch gleich mal. Los geht's! Na, mal sehen, ob ihr so oder so gereist seid.